Nicole Hirschi auf dem Weg zur Arbeit. Seit 2 Jahren ist sie Peer-Mitarbeiterin des Spitals Interlaken im 45%-Pensum. Ihren früheren Beruf als Lehrerin kann sie nicht mehr ausüben, seit sie an einer schweren chronischen Depression erkrankte. Mehrere Klinikaufenthalte, viele Therapien. Unterdessen ist die alleinerziehende Mutter stabil. Heute hat sie selber eine Patientin. Das ist eine Frau, die hat eine schwere Depression, so wie ich sie hatte. Sie ist auch Mami wie ich und ich treffe sie regelmässig seit 1,5 Jahren. Hallo Kathrin, hi. Ciao. Auch die Patientin war ursprünglich Lehrerin. Dann chronische Depression, Klinikaufenthalte, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Bis sie auf Peer Nicole Hirschi traf. Mein Therapeut ist super und hat mir immer wieder gesagt, sie werde wieder gesund. Aber eigentlich habe ich es erst Nicole geglaubt. Also, als ich sie kennengelernt habe und gesehen habe, wir haben so eine ähnliche Situation. Und sie schafft jetzt wieder und packt es mit dem Kind. Das hat mir wirklich Hoffnung gegeben. Die Hoffnung braucht man so fest, um einfach durchzuhaben. Es ist so ein Leiden und streng und manchmal so aussichtslos. Und Hoffnung ist so etwas Wichtiges. Nicole Hirschi hört zu, gibt praktische Tipps aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz. Also es ist so, dass ich eigentlich sehr viel ein Brückenbauer bin zwischen dem Patienten und den Therapeuten. Und zwar einfach aus dem Grund, dass ich eben die eigene Erfahrung mitbringe. Und die Leute, die ich begleiten darf, die empfinden das als sehr vertrauenserweckend. Also sie sagen immer, jetzt ist endlich jemand da, der mich versteht. Nicole Hirschi arbeitet im Team mit Thomas Ide. Der Chefarzt Psychiatrie der Spitäler Frutigen-Meiringen-Interlaken setzt seit 5 Jahren auf die Zusammenarbeit mit Peers, hat 6 davon fest angestellt, dazu 2 freie. Er erlebt, dass psychisch Kranke dank Peers schneller gesunden, auch wenn der wissenschaftliche Beweis fehlt. Was ich gleich sehe, ist, es gibt Leute, die gesunden, wo ich wirklich der Überzeugung bin, ohne Peers wäre das nicht passiert. Also ich habe selber ja auch schon Leute begleitet, die zum Beispiel an Schizophrenie leiden, die nicht mehr aus dem Haus gehen, weil sie so Angst haben. Aber mir auch über Jahre nie können sagen, warum. Und ich habe sehr vieles probiert. Psychotherapie, Medikamente, mein ganzes chefärztliches Wissen. Nichts hat funktioniert. Eine Peer-Person geht einmal vorbei und die Person wagt es, aus dem Haus rauszugehen. Nicole Hirschi hat eine 1,5-jährige Ausbildung gemacht, um Peer zu werden. Sie ist eine von 160 Peers, die bisher in der Schweiz ausgebildet worden sind. Gut die Hälfte von ihnen, 86, haben heute eine Anstellung als Peer, die meisten mit eher kleinen Pensen in rund 20 psychiatrischen Kliniken. Chur. Als erste IV-Stelle der Schweiz setzt auch Graubünden auf Peers. Leiter Thomas Pfiffner startete vor einem Jahr einen Versuch mit einer Peer-Teilzeitmitarbeiterin. Nun stellt er sie fest ein. Es gibt eine positive Beeinflussung von der Beziehung. Also es soll Ängste abbauen beim Versicherten und damit ihm auch ermöglichen, sich vielleicht schneller oder leichter auf einen Eingliederungsprozess einzulassen. Peers, die Brücken zur IV bauen. Der Bund lobt das Bündner Projekt und ermuntert andere IV-Stellen nachzuziehen. Das kann man nicht erzwingen, sondern das ist ein Weg, wo man die IV-Stellen dahin führen kann. Und darum unterstützen wir auch den Pilot in Graubünden. In Interlaken ist Nicole Hirschis Arbeitstag zu Ende. In der Psychiatrie profitieren immer mehr Patienten von den Erfahrungen solcher Peers. Bei der IV hat diese Entwicklung eben erst begonnen.